Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm und Pedro und Rosa kennt ihr vielleicht schon aus unseren Anfängerbüchern. Die meisten Menschen wissen aus Erfahrung, weil sie ja alle als Kinder das auch gerne gemacht haben, dass Zeichnen und Malen wunderbare Möglichkeiten sind, zu entspannen, mal wieder runterzukommen und vielleicht auch mal eine andere Perspektive des Lebens wieder zu entdecken. Und jetzt höre ich aber ganz oft, dass die Leute zwar sagen, ja, das wird mir schon Spaß machen, aber da brauche ich jetzt erst eine professionelle Ausrüstung und dann womöglich kann ich das gar nicht und ich habe das auch schon so lange nicht mehr gemacht. Und dann haben sie eigentlich gar nicht mehr den Mut anzufangen. Und genau dafür, um euch diese Angst zu nehmen, haben wir unsere Lernkarten entwickelt. Und zwar braucht ihr da wirklich nur Bleistifte und einen ganz normalen Deckfarbenkasten, den ja jeder aus der Schule kennt. Und ich zeige euch jeweils bei jedem Motiv Schritt für Schritt, wie ihr vorgeht. Ihr könnt natürlich auch die Lernkarten dazu kaufen. Da habt ihr dann einmal nur die Zeichnung zum Durchdrücken und verschiedene Papiere zum Ausprobieren. Aber zum Einsteigen reicht es eigentlich, wenn ihr jetzt bei den Videos mitmacht. Ja, und das erste Motiv, das ist jetzt ein Baum, den wir mit Bleistift zeichnen. Ja, was ich habe, das sind zwei Bleistifte und zwar ein HB und ein 4B. Wenn ihr jetzt keinen 4B habt, schaut halt, vielleicht habt ihr einen B oder ja, einen 2B, also einen halt, der also ein bisschen dunkler ist. Ne, normalerweise hat man von der Schule immer die HB, das ist so die mittlere Stärke, aber die sind ziemlich hell. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ne, da habt ihr die Zeichnung, die ich schon gemacht habe, dass ihr euch da orientieren könnt dran, wie es am Schluss ausschauen soll. Und innen drin habt ihr nochmal die 4 verschiedenen Stadien, wie man halt so einen Baum Schritt für Schritt jetzt zeichnet. Dann habt ihr diese Vorlage zum Durchdrücken drin und ein Kohlepapier. Müsst ihr bloß aufpassen, dass ihr das dann umdreht, dass mit der dunklen Seite nach unten aufs Papier kommt. Und dann habe ich euch 2 Papiere mitgegeben, und zwar ist das ein dicker Zeichenkarton und das ist ein Kupferdruckpapier. Das ist ganz schön, weil das dann hinterher so ein bisschen antik ausschaut. Ist ein bisschen empfindlich, das Papier, also auf dem könnt ihr nicht radieren, müsst ihr aufpassen. Vielleicht erst auf normalem Zeichenpapier einfach ausprobieren, so lange bis ihr es könnt, und dann erst auf das teure Papier gehen. Ich mache das jetzt auf das Zeichenpapier, auf das dicke. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch ein ganz normales Zeichenpapier nehmen. Das ist jetzt zum Üben, ist das überhaupt nicht schlimm. Gut, dann legen wir das mit der schwarzen Seite nach unten auf unser Papier, legen die Zeichnung zum Durchdrücken drauf und fahren das Ganze mit dem HB erst einmal einfach nach. Wenn ihr das Kohlepapier benutzt, ihr könnt es natürlich auch freihändig zeichnen, dann bitte nicht so stark aufdrücken, weil dieses Kohlepapier kann man hinterher ganz schlecht radieren. Das nimmt man wirklich nur für die Umrisszeichnung. Und wenn ihr natürlich jetzt die Lernkarte nicht habt und den Baum jetzt einfach so mitmachen wollt, bitte achtet drauf, das ist ganz wichtig, ich zeige euch mal so einen Baum, wie der in Natura ausschaut. Achtet darauf, dass der außen immer so ganz unregelmäßig gezackt ist. Und dass man auch in der Mitte, dass man da zwischen den Blattgruppen, dass man da immer mal wieder die Äste und den Stamm durchsieht. Ihr könnt es auch anders gestalten, ne? Müsst ihr jetzt nicht unbedingt genauso machen wie ich. Es geht bloß darum, dass man so ein bisschen eine Orientierung hat. So, und dann mache ich das jetzt runter. Und ich habe jetzt ganz schwach meine Umrisse da, ne? Weil die soll man nach Möglichkeit, soll man die natürlich jetzt dann hinterher durch die Zeichnung nicht mehr durchsehen. So, und jetzt mache ich halt so, dass ich zunächst einmal mit dem HB insgesamt diese ganzen Blätter einfach so andeute.
Und wie ihr das macht, ne? Ob ihr jetzt zum Beispiel so kleine Blattimitationen macht oder ob ihr das Ganze großzügiger macht, irgendwie so mit so Krakel, das bleibt sie eigentlich egal. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, was euch liegt. Ich mache jetzt so diese Krakel, weil die gehen schneller. Und ich lege jetzt erst einmal den ganzen Baum mit dieser Höllenschicht an. Und ich achte da schon drauf, dass ich immer über den Rand so ein bisschen unregelmäßig rauskomme. Dass man immer so das Gefühl hat, dass da irgendwelche Blätter sind. Und da, wo man den Stamm durchsieht oder die Äste, da lasse ich natürlich immer ein bisschen frei. Das könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Und auch oben an den Blattgruppen, da wo jetzt dann das Licht drauf scheint, das lassen wir beim ersten Schritt mal alles noch hell. Ja, und wenn ihr das soweit habt, dass ihr sagt, okay, jetzt habe ich mal ungefähr ein bisschen festgelegt, da sind hinterher so beleuchtete Blattgruppen, dann kommt jetzt der dunklere Bleistift zum Einsatz. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr es halt mit dem HB machen und müsst einfach mit dem HB stärker aufdrücken, aber einfacher ist halt, wenn ihr den 4B habt. Weil der ist natürlich wesentlich dunkler. Und da können wir jetzt mal schon am Anfang erst einmal die ganzen dunklen Sachen ein bisschen andeuten, wo wir die hinterher haben wollen. Nur weil wenn man so einen Baum anschaut, hat man immer unten an den Blattgruppen, wo die im Schatten sind, da ist es dunkel. Und wenn die Sonne drauf scheint, hat man immer so helle Stellen. Und das wollen wir halt jetzt ein bisschen rausarbeiten. Und natürlich, wenn ich jetzt da von der Seite mehr das Licht habe, dann ist die linke Seite insgesamt dunkler. Ich zeige es euch mal ganz kurz dazwischen auf der Karte. Wir sind jetzt da bei dem Schritt, wo einfach diese Dunkelheiten jetzt immer unten hingesetzt werden. Und so zwischen den Blattgruppen sieht man dann immer die Äste. Und da ist natürlich auch der Stamm oder die Äste sind da immer sehr dunkel. Da unten kann man das ein bisschen betonen, dass der auf der einen Seite ein bisschen heller ist als auf der anderen. Aber da braucht er eigentlich gar nicht so drauf zu achten. Und da auch aufpassen, dass der Baum schön verwurzelt ist, weil die stehen natürlich irgendwo auf der Wiese. Und wir wollen ja nicht, dass der Baum umfällt, also geben wir ihm schöne Wurzeln. Ja, und dann machen wir das Ganze, jetzt hole ich es mal da rüber, ich lege es mal da drauf, dass ihr das direkt daneben sehen könnt. Jetzt wollen wir das Ganze insgesamt immer dichter praktisch mit Blättern ausstatten. Und in dem Stadium mache ich das dann auch so, dass ich dann einfach so kleine Kringel mache. Und dass ich da manchmal vielleicht so ein bisschen über die Kontur rausgehe, dass man meint, dass da vielleicht so ein paar Blätter über die Kontur rausstehen. Und ich gehe auch nochmal richtig, richtig dunkel, wenn ich mit dem 4B stark aufdrücke, richtig, richtig dunkel rein. Ja, und jetzt könnt ihr dann, wenn ihr so fast fertig seid, könnt ihr nochmal die Äste und die kleinen Zweige verstärken und bitte aber ganz arg darauf achten, dass da immer dann Blätter dazwischen sind. Weil das ist eigentlich so das, was den Baum dann echt aussehen lässt, dass man eben jetzt nicht überall das drüber zeichnet, sondern dass das bloß so durchscheint. Und ihr müsst euch da jetzt nicht unbedingt an meine Vorzeichnung halten, habt ihr schon gesehen, ich habe es jetzt bei dem Baum auch anders gemacht. Macht halt einfach so, wie ihr das meint. Aber stellt euch vielleicht vor, wie der Baum nackt ohne Blätter aussehen würde, wie da höchstwahrscheinlich die Äste sich so verzweigen würden. Ja, und dann ist euer Baum eigentlich schon fertig. Ich zeige euch mal noch, was ihr sonst noch alles machen könnt.
Weil das Schöne ist natürlich, wenn man so eine Zeichnung hat zum Durchdrücken, dass man sehr schnell eigentlich wieder eine Vorzeichnung hat und dass man dann ganz viele Sachen ausprobieren kann. Das sind jetzt erstmal 3 Variationen mit Bleistift. Das ist ein Zeichenkarton, wie ich halt jetzt gerade auch gehabt habe. Das ist Aquarellkarton, der hat ein bisschen eine raue Oberfläche. Und das ist jetzt dieser Kupferdruckkarton und da schaut das Ganze halt, wie gesagt, so ein bisschen antik aus. Und was noch ganz gut funktioniert, wenn ihr das von der Schule her kennt, das ist Tusche auf dem Kupferdruckkarton. Das schaut halt dann, ja, schaut halt immer so aus wie so ein bisschen altmeisterliche Zeichnungen. Und wenn ihr hinterher fertig seid und sagt, das Bild, das ich gemacht habe, das gefällt mir jetzt so super, das möchte ich gern rahmen, dann ist das Format, das ich in den Lernkarten habe. Wenn ihr die zu Hause selber schneidet, das ist immer 20 x 15, dann passt es nämlich genau in so Standardrahmen und dann habt ihr ein schönes Bild, das ihr euch auch an die Wand hängen könnt. Ja, das war's mit der ersten Lernkarte. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Da machen wir den Baum dann in Farbe. Bis bald!